Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Heute zu einem Thema, das schon viele Jahre auch ein Teil unserer Gesellschaft ist, leider, und zwar die Corona-Impfungen. Ich beziehe mich heute auf einen Artikel von Report24 unserer österreichischen Kollegen, und es ist zunächst ein österreichisches Thema, das ich ansprechen will, das aber sofort auch wieder ganz europäisch sein wird, wie ihr dann mitkriegen werdet. Selbst in der skandalösen Corona-Impfpflichtverordnung Österreichs waren Ausnahmen für Schwangere und Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen festgelegt. Die hitzige Debatte um Nutzen und Sicherheit der umstrittenen Gentherapeutika auch und gerade für diese Gruppen dauert bis heute an. Die EU hält das nicht davon ab, die Corona-Impfung auch im Jahr 2026 noch für schwangere Kinder und vulnerable Menschen zu empfehlen, wie der freiheitliche EU-Abgeordnete Gerald Hauser anprangert. Man kann es kaum glauben. Gerald Hauser erinnert sich in einem aktuellen Statement an den gesetzlichen Impfzwang in Österreich. Die Alpenrepublik agierte damals ganz im Sinne der EU. Österreich war das einzige Land der Europäischen Union, das eine allgemeine Covid-19-Impfpflicht beschlossen hat, ganz im Sinne der damaligen Forderungen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Ja, über die Person, da darf ich nichts sagen, sonst ist es sofort wieder gesperrt. Nachdem es zuletzt ruhiger um die Covid-19-Impfungen geworden ist, sorgt nun ausgerechnet die Europäische Kommission gemeinsam mit dem Europäischen Zentrum für Prävention und die Kontrolle von Krankheiten, ECDC, klingt wie eine Rockband, ist aber weitaus gefährlicher, erneut für Kopfschütteln. Der freiheitliche EU-Abgeordnete kritisiert, ich zitiere, auf der offiziellen Informationsplattform der Europäischen Union werden weiterhin regelmäßige Covid-19-Impfungen unter anderem für Schwangere, Kinder sowie Menschen mit Autoimmunerkrankungen, Immundefekten, Transplantationen, onkologischen Erkrankungen und anderen chronischen Grunderkrankungen empfohlen. Genau jene Personengruppe also, die während der Pandemie als besonders schutzbedürftig galten und für die ein besonders sorgfältiges Nutzen-Risiko-Verhältnis erforderlich ist. Zitat Ende. Das ist medizinisch völlig unverständlich. Hauser zeigt kein Verständnis dafür, dass die EU trotz der anhaltenden wissenschaftlichen Debatte unbeirrt an ihren Impfempfehlungen festhält. Die gelten ja für die ganze EU, nicht nur für Österreich. Deshalb habe ich am Anfang gesagt, ich leite ein mit einem österreichischen Abgeordneten, aber es betrifft uns alle, auch in Deutschland. Selbst das österreichische Impfpflichtgesetz hatte damals Ausnahmen vorgesehen. Ich zitiere den Abgeordneten Hauser weiter. Am 7. Februar 2022 wurde in Österreich eine Impfpflichtverordnung im Bundesgesetzblatt erlassen, in der gesetzlich klar geregelt war, dass unter anderem Schwangere sowie Menschen mit Autoimmunerkrankungen, schweren Entzündungen, schweren chronischen Erkrankungen und Personen, bei denen aus medizinischen Gründen keine ausreichende Immunantwort auf eine Covid-19-Impfung zu erwarten war, etwa nach Transplantationen, bei Immunsuppression oder aktiven Krebserkrankungen, aus medizinischen Gründen von der Impfpflicht ausgenommen waren. Umso unverständlicher ist es, dass ausgerechnet diese vulnerablen Personengruppen nun weiterhin regelmäßige Covid-19-Impfungen empfohlen werden. Es ist für mich ein Skandal. Der Freiheitliche lässt die Begründung dieser Empfehlungen nicht stehen. Die EU berufe sich nämlich darauf, dass die Covid-19-Impfung schwere Krankheitsverläufe verhindern könne. Ich zitiere den Abgeordneten Hauser. Diese Behauptung ist jedoch spätestens seit dem offiziellen Covid-19-Evaluierungsbericht des Landes Niederösterreich 2025 nicht mehr haltbar.
Rund 94% aller Covid-19-Infektionen und rund 74% aller Covid-19-Todesfälle in Österreich ereigneten sich nach dem 27. Dezember 2020, also jenem Zeitraum, in dem bereits rund 3/4 der Bevölkerung geimpft waren. Zitat Ende. Finde den Fehler, so ähnlich ist es auch bei uns gewesen. Hauser fordert nun Antworten von der EU-Kommission und hat eine parlamentarische Anfrage eingebracht. Ich zitiere: Sie muss offenlegen, weshalb die Europäische Kommission und das ECDC ausgerechnet den sogenannten Risikopersonen weiterhin Covid-19-Impfungen empfehlen, auf welcher wissenschaftlichen Evidenz diese Empfehlungen beruhen, warum diese vulnerablen Personengruppen dem Risiko eines Impfversagens und möglicher schwerer Nebenwirkungen ausgesetzt werden und welchen gesundheitspolitischen Zwecken europäische Covid-19-Impfempfehlungen überhaupt noch erfüllen, nachdem die USA ihre allgemeinen Covid-19-Impfempfehlungen aufgehoben haben. Zitat Ende. Also ihr seht, das Thema Covid-19, Corona, ist noch lange nicht vom Tisch. Nicht für die EU, nicht für die Irren in Brüssel. Nein, es ist noch nicht vorbei. Mir scheint es so, als würde man nur darauf warten, dass es wieder geschieht. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Ihr könnt es in den Kommentaren mal kundtun, was ihr dazu sagt. Ist es für euch in Ordnung, dass man auch Schwangere und Kinder und Menschen mit Krebs und so weiter impfen soll, so wie es die EU vorgeschlagen hat? Heute noch impfen soll, obwohl Covid ja heute keine Rolle mehr spielt. Und auch damals war es ja sehr, sehr fraglich. Aber über dieses Thema lasse ich mich jetzt nicht so aus, weil ich da jetzt nicht der absolute Spezialist dazu bin. Ich wollte eben nur noch einmal auf den Teppich bringen, dass für die EU die Covid-19-Impfung noch lange nicht vom Tisch ist. NGOs stecken natürlich auch dahinter, wenn es immer darum geht, staatliche Dinge umzusetzen, die der Staat selber nicht machen kann und will. Wie das geschieht, welche NGO das sind, mit Klarnamen, mit den Namen der Betreffenden, also ohne irgendwelche Schwärzungen in meinem neuen Buch Staatsgeheimnis NGO-Finanzierung. Warum ist es ein Staatsgeheimnis? Warum will man verschweigen, wer so viel Geld bekommt? Warum ist der Staat überfordert, uns die Antworten zu geben? All dieses in diesem Buch Staatsgeheimnis NGO-Finanzierung. Abonniert mich auch auf Telegram, dort bin ich täglich, dort ist die Zensur weniger wie hier auf YouTube. Ihr wisst ja, ich bin zu 90% reduziert worden. Und ihr könnt auch meinen kostenlosen Newsletter auf www.michaelgrant.de abonnieren. Alles weitere unten auf den Links. Ich bin gespannt auf eure Kommentare zu dem Thema Covid-19. Ja, bis zum nächsten Mal. Euer Michael Grant.